Noch heute steht der Klosterbezirk dort, wo der Gallus vor über 1400 Jahren seine Klause errichtet hat und später das erste Kloster erbaut worden ist. Eines der wichtigsten Objekte der Stiftsbibliothek ist der St. Galler Klosterplan. Der ist im Jahr 820 bis 830 geschaffen worden und ist die älteste überlieferte Architekturzeichnung von Mitteleuropa. Also meines Wissens ist der St. Galler Klosterplan nie umgesetzt worden. Also es war ein Geschenk der Mönche auf der Reichenau, die diesen Klosterplan so etwa um 820 bis 830 gezeichnet haben und dann eben als Geschenk vermutlich nach St. Gallen weitergegeben haben. Also wir haben zwischen 2009 und 2012 hat man die südliche Altstadt neu gestaltet und dabei hat man natürlich neue Leitungen gemacht, neue Belege und hat dann auch ganz einen Haufen Reste aus der Geschichte vom Kloster St. Gallen entdeckt. Die ältesten Reste gehen zurück ins 7. Jahrhundert. In der Zeit, wo der Gallus hier angekommen ist, um 612, sagt man, und da die kleine Siedlung angelegt hat, wo er sich zurückgezogen hat von der Welt. Ich habe schon immer einen riesen Respekt schon von dem Klosterplan alleine, also den Klosterplan sich anzuschauen, sich Details anzuschauen, gibt schon eine Gänsehaut. Campus Galli beschreibt man am besten als mittelalterliche Klosterbaustelle. Wir bauen eine Klosterstadt auf Grundlage des St. Galler Klosterplans und reisen dazu 1200 Jahre zurück ins 9. Jahrhundert, also in die Zeit, in der der Klosterplan gezeichnet wurde, und wollen mit den handwerklichen Möglichkeiten von damals diese Klosteranlage bauen. Also große Herausforderungen sind natürlich erstmal die Herausforderung, dass der Plan an sich ja ganz viel Interpretation offen lässt. Wenn man sich den Klosterplan anschaut, dann haben wir Linien, die Gebäude ergeben, und wir haben die Kommentare in dem Plan, die uns dann die Funktion oder die Ausstattung der Gebäude offen oder angeben. Und hier in St. Gallen fängt es eben in dem 7. Jahrhundert an. Man sieht, vorher hat es eigentlich nur Natur und nachher gibt es die Rodungen, also man hat Bäume gefällt, man hat wahrscheinlich die Sträucher angezündet, das gibt es, und nachher fangen sich an, die Siedlungsschichten aufzubauen. Und zu diesen frühesten gehört eben auch der Sarkophag, wo neben der Kapelle, wo der Gallus drin gebetet hat, da begraben worden ist, eben an einer bedeutenden Stelle. Aber das ist so ein bisschen die Geschichte dazu, die Spannung, oder? Wo man dann wirklich auch fast so ein bisschen zu einem Schatzjäger wird, wo man sonst ja eigentlich eher sagt, nein, man muss alles ganz wissenschaftlich und trocken eigentlich angehen. Aber da ist dann wirklich merkt, dass einem das berührt.